Mein Name ist Jens Faut, ich bin Geschäftsführer von Experience One hier am Standort Berlin. Bei Experience One bauen wir Innovationsführer zusammen mit meinen Partnern und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Für uns bedeutet Innovationsführerschaft eben, Kunden dabei zu helfen, in einem bestimmten Segment immer vorne mit dabei zu sein. Das kann für kleine mittelständische Unternehmen sein, aber natürlich auch für große Konzerne. Experience One ist aus einer Ausgründung von Mercedes entstanden, und zwar im Jahr 2006. Wir sind 165 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an 3 Standorten, Berlin, Frankfurt und Stuttgart, und arbeiten auf der einen Seite für große DAX-Konzerne wie Mercedes, Bosch und Zeiss, aber auch mittelständische Unternehmen wie Baufritz, Olymp oder auch Gravis, um nur ein paar zu nennen. Und ich habe als Informationsarchitekt, heute würde man sagen UX-Designer, dort von der Pike auf angefangen und war Teil des Gründungsteams in 2006 und war dann eine Zeit lang dabei, habe das erste Office hier in Berlin mit aufgemacht für Experience One und bin dann aber 10 Jahre für andere Agenturen auch unterwegs gewesen, halt die Company auch kurzzeitig mal verlassen, habe für Razorfish Neue Digitale gearbeitet, für Hi-Res und Syzygy, immer im Automotive-Bereich, Audi, BMW, und neben dem rein digitalen habe ich auch 5 Jahre lang Marketing-Kommunikation als Geschäftsführer der BBDO gemacht und habe mich mit Werbung und Marketing sehr intensiv beschäftigt. Und vor 5 Jahren bin ich wieder zurück an die alte Wirkungsstätte gekommen und verantworte seitdem unsere Kunden hier am Berliner Standort. Und für mich war entscheidend, auch wieder zurückzukommen, eigentlich 3 Dinge: in einer inhabergeführten Company Sachen gestalten und nach vorne treiben zu können, im Kern an digitalen Innovationen arbeiten zu können und Teams aufzustellen, die zusammen mit dem Kunden langfristig auf Projekten arbeiten und weniger dieses von Projekt zu Projekt angehen, sondern einfach langfristige Programme aufsetzen. Die Frage nach den Lieblingsprojekten ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil man liebt ja die Arbeit, die man tut, und die ist erstmal unabhängig von einem konkreten Projekt, sondern es ist immer spannend, sich in sowohl Industrie-Verticals einzudenken, als auch dann auf neuen Briefs zu arbeiten und einfach Probleme zu lösen, die uns die Kunden mitgeben und die wir angehen können. Ich glaube, 2 kann man herausgreifen, die so ein bisschen auch zeigen, wie wir arbeiten. Ein Projekt, was uns die letzten 1,5 Jahre sehr stark beschäftigt, ist für unseren Kunden Mercedes. Wie man sicher in den Medien mitbekommen hat, die Mercedes treibt eigentlich gerade 3 grundlegende Transformationen um. Das eine ist der Wandel von Premium zu Luxus, das andere ist von einer Retail-Organisation zu einer Direct-Sales-Organisation und von Verbrenner zu rein Elektro. Und es sind so tiefgreifende Umwälzungen in dem Konzern, dass man auch, wenn es um digitale Experiences geht, also wie kaufe ich das Fahrzeug, wie komme ich mit den Marketinginhalten in Berührung, wie sieht meine Ownership-Phase aus, dass sich das so grundlegend ändert, dass man weggeht von iterativ nach Scaled Agile Projekt weiterentwickeln hin zu einem neuen Setup, wo wir gerade versuchen, in die Zukunft zu blicken und zu gucken, wie sehen alle Web-Touchpoints in 3 bis 4, 5 Jahren aus. Und dazu haben wir ein integriertes Team aufgesetzt mit unserem Kunden. Und wir entwickeln einen High-Fidelity-Prototypen, der mit echten Daten arbeitet, der versucht, Luxus-Markenwerte in Interaktionsprinzipien zu übersetzen. Das heißt, hyperpersonalisiert, hochwertiges Bildmaterial, viel Beratungskompetenz auf der Webseite. Das heißt, wir bauen hier einen echten Prototypen mit allen Daten, die Mercedes hat. Und das, was noch nicht funktioniert, mocken wir, also bauen wir dann in diesen Prototypen ein. Und der ist auch voll funktional und voll klickbar, und das machen wir deswegen, um auch Business- und Nutzerhypothesen vertesten zu können. Weil man kann sich vorstellen, wenn dieser Prototyp dann in echt gebaut wird und live geht, ist da eine riesen IT-Organisation dahinter, die ein großes Investitionsvolumen einfach hat. Und man möchte natürlich das Richtige entwickeln. Das heißt, unser Team baut diesen Prototypen auch iterativ. Und wir testen das dann in unserem hauseigenen Uselab, wo wir mit Eye-Tracking, Facial Expression Tracking einfach auch immer gucken können, funktioniert unsere Business- und
User-Hypothese. Und wenn die validiert ist, dann geht die praktisch in die Umsetzungsorganisation von Mercedes und wird dann in einem normalen Umsetzungssprints dann sukzessive auch eingebaut. Und das ist deswegen so spannend, weil wir ein neues Arbeitsmodell mit dem Kunden entwickelt haben, weil man sehr nah mit dem Kunden zusammenarbeiten kann, an einem sehr innovativen neuen Projekt. Und es ist auch technologisch interessant, weil wir nicht nur ein neues Frontend entwickeln und alles datengetrieben machen, sondern weil wir auch eine Art Playground haben, wo wir neue Technologien ausprobieren können und natürlich generative KI einsetzen können, um neue Experiences zu schaffen. Und da ein bisschen vorwegzuschauen, die alte Welt ist so ein bisschen deterministische Frontends zu bauen und Templates und Komponenten, und dann gibt es da noch irgendwie so Chatbots, und ich glaube, durch generative KI wird das irgendwas dazwischen sein. Das werden keine deterministischen Frontends mehr sein mit festen Komponenten, und es wird jetzt auch nicht der bessere Chatbot sein, sondern da entsteht was völlig Neues, und wir haben ein Setup gefunden, wo wir solche Sachen ausprobieren und vor allem auch validieren können mit unseren Kunden. Und das macht natürlich sehr viel Spaß, das für so eine Weltmarke wie für Mercedes machen zu können. Beschäftigt uns sehr. Das zweite Projekt und Vorhaben, an dem wir arbeiten, auch schon seit mehreren Jahren, ist für den Hemdenhersteller Olymp. Dort digitalisieren wir den gesamten B2B-Einkaufsprozess mit dem Ziel, weniger Musterteile zu produzieren, also Nachhaltigkeitsziel. Wir können über unseren digitalen Showroom über 80% der Musterteile einsparen. Und wir werden auch im Vertriebsprozess schneller, das heißt, weil ich alles digital mache und die Musterteile von Anfang an in 3D gebaut werden, kann man praktisch 4 bis 6 Wochen schneller die Order schreiben und hat einen Marktvorteil. Und wir bauen neben dem Showroom auch das gesamte Frontend für das ERP-System, um so eine End-to-End-Lösung für den Vertrieb zu bauen. Und ist natürlich für ein mittelständisches Unternehmen natürlich auch eine große Herausforderung. Und auch ein großes Investitionsvolumen auf ihrem Niveau. Die haben aber die ähnlichen Herausforderungen wie die großen Konzerne, und deswegen macht es Spaß, auch solche Kunden logischerweise mit zu betreuen und innovative Lösungen zu bauen. Genau, wir sind seit letztem Jahr IDZ-Mitglied. Ich frage mich tatsächlich, warum nicht schon früher, weil ich glaube, das passt einfach super zusammen, IDZ in Berlin, und wir als Experience Design Company, das heißt, wir möchten gestalten und haben immer einen hohen Designanspruch, und wir lieben es, den Austausch zwischen Agenturen innerhalb der Industrie zu Themen, Herausforderungen in der Industrie. Insofern ist die IDZ einfach eine tolle Plattform, um einen Austausch mit Gleichgesinnten aus Industrie- und Agenturwelt herzustellen. Das macht viel Spaß, und wir hatten jetzt vor 2-3 Wochen auch das erste Format, die IDZ Member Circles waren hier bei uns vor Ort, und es war ein tolles Get-Together und ein Austausch, und es macht Lust auf mehr. Was mich persönlich inspiriert und eigentlich auch ein bisschen für meine tägliche Arbeit immer relevant ist, sind generell die Beschäftigung mit Zukunftsbildern. Das heißt, wie beeinflusst Technologie, Kultur, Gesellschaft in der Zukunft. Als gelernter Sprachwissenschaftler gucke ich natürlich häufiger in Richtung Philosophie und Literatur. Da gibt es natürlich ganz für mich inspirierende Werke, ein bisschen älter schon, von William Gibson, Neuromancer, der sich eben in einer Cyberpunk-Novel mit Hyperreality und beschäftigt. Das dann auch fortgesetzt mit ein weiteres Buch, was mich persönlich inspiriert hat, von Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation. Auch da eine Auseinandersetzung mit Symbolen, Medien und Technologie und Gesellschaft, wie sich das miteinander beeinflusst. Und aktuell, wenn ich in der Literatur gucke, ein spannendes Buch, das ich empfehlen kann, gerade auch erst angefangen, Quality Land. Das ist eine satirische Dystopie, die dieses Thema Digitalisierung, KI einfach mal versucht weiterzudenken auf eine unterhaltsame, zukunftsträchtige Art und Weise. Und das ist deswegen so spannend, weil generative KI, glaube ich, ganz viel umwerfen, umwandeln wird, und sich zu beschäftigen, wie sieht es dann in Zukunft aus, glaube ich, ist
fernab jetzt von welcher Technik und Midjourney und GPT, von den ganzen eigentlichen technologischen Fragen, das finde ich ist gar nicht im Kern so wichtig, sondern sich mit diesen Gesellschaftsbildern der Zukunft auseinanderzusetzen, um da zu gucken, was vorne dran ist.